zu einem neuen Bootstrap-Turnierkampf heute zwischen Jagdbier und Drucko, zwei deutsche Spieler. Und mit dabei ist der gute Samurai oder Daniel, ja, wie man es Hallo. halt nennen möchte. Samurai passt, ja. Genau, ja. Und wir beide casten heute den Kampf zwischen den beiden Fronten da. Ich hoffe, die haben ja alles halbwegs gut eingestellt. Ja, ich denke schon. Vor allem die Positionen da. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Samurai, du müsstest noch bereit machen, sonst... Genau, dann wünsche ich den beiden gut Glück. Ja, auf jeden Fall heute auf der vierten Map. Die Map wurde vom Crusader Pilaf erstellt, wie man es auch hier sehen kann. Ich mache dann noch das Overlay an. So. So, schon mal sehr interessanter Start von beiden. Also Drucko mit extremer, ich würde schon sagen, fast Spam an Holzfällern. 13 Holzfäller habe ich gezählt. Und interessanterweise eine Käsefarm. Also normalerweise sieht man ja das, was man auch bei Jagdbier sehen kann, so eine Apfelfarm und dann seasont man die. Das heißt, man wartet, bis die im Prinzip in der Blüte stehen, bis eine Farm so diese weißen Blüten hat und gerade in den Sommer übergeht. Und dann platziert man zwei neue, damit im Prinzip das halbe Jahr, wo die Äpfel wachsen, geerntet wird und dann eben die anderen auch direkt gerade reif werden. Und dann hast du im Prinzip eine fast doppelt so große Apfelproduktion. Auf jeden Fall. Jagdbier hat auch hier schon sein Vorratslager abgerissen, was neben Kiepsen steht und direkt neben den Steinbruch hier gestellt oder fast neben den Steinbruch, um einfach die Laufwege wahrscheinlich noch ein wenig zu minimieren, damit er dann ja mehr wirtschaften kann. Ich weiß die Karte jetzt nicht ganz auswendig, habe die noch nie so wirklich gespielt. Kenne also die ganzen Steinbruch-Spots nicht wirklich, aber man sieht es jetzt ja auch hier beim Jagdbier, dass die Holzfäller sehr gute Laufwege haben. Und Ja, sehr gut platziert. Das ist schon fast perfekt platziert, würde ich behaupten. Im Tal ist tatsächlich sind die Wirtschaftswege von allen Seiten am besten. Du hast direkt das Holz, du hast auch das Stein und das Eisen vor allem auf dem rechten Hügel oder auf dem linken, je nachdem wie du es portiert hast. Der kommt auch relativ schnell rein. Genau. Ja, in der Mitte sind ja dann hier relativ viele Eisenspots quasi. Ich glaube 3 insgesamt kann man dann Eisenminen hier hin platzieren. Bei den zwei Inseln da, bei den zwei kleinen Inseln. Also genau, in der Mitte also die Mitte besteht aus 5 Inseln. Die mittlerste Insel ist mit Bäumen, dann kommen jeweils 3 Eisenminen und dann ganz außen eine Steinfläche. Ach da, ach ja, okay, jetzt habe ich es auch mal gesehen. Ich blindes Huhn, aber genau, jetzt kommt hier auch schon der erste Söldnerposten, zumindest vom Drucko. Weißt du zufällig, ob die beiden schon Erfahrungen haben bezüglich Bootstrap oder sind es auch? Nein, soweit ich weiß nicht. Ach so, Aber weil sie sind beide schon langjährige Peacetime-Spieler, haben auch schon oft gegeneinander gespielt. Ach so, ja, ne, das ist doch ganz schön zu sehen. Vielleicht geht das Spiel dann eine etwas längere Zeit so rum. Beim Jagdbier kommen auf jeden Fall jetzt schon die ersten Horse Archer vor und hat auch schon seinen Söldnerposten quasi gebaut. Hier unten beim Drucko kommen die ersten Slinger, um wahrscheinlich einfach eventuelle Assassinen dann zu sehen. Schätze ich jetzt mal, dass er dies so platziert hat. Hat auch jetzt schon eine Weizelfarm. Aber ja, jetzt kommen hier die ersten 5 Horse Archer vom... Das ist schon eine Menge. Das ist eine hohe Investition. Ja. Aber die werden jetzt auch eine Menge anstellen, weil er hat sonst keine Verteidigung. Und da ist ein Assassine am Kornspeicher, der ist aber leider genau im Blickwinkel von den Slingern. Hätte er ein bisschen besser noch micron können. Kornspeicher hat er also noch verteidigt bekommen. Zwar mit rotem Leben, aber er steht noch zumindest. Ja, und ja, die Horse Archer machen jetzt hier schon ganz gut Hackmack. Jetzt kommt hier auch der erste Horse Archer vom Drucko angelaufen. Und also dieser Raid, wenn der jetzt gut gemicrot ist und jetzt nicht von einem Holzfäller niedergemäht wird, der scheint mir schon fast fatal.
Also 5 Horse Archer Beasts ist wirklich... Wenn die gut gemicrot sind, sind die wirklich schwer loszukriegen. Da muss er wirklich mit seinem Lord kommen. Aber der ist leider immer noch auf seinem Keep. Muss der Druko ein bisschen aktiver werden. Das ist auf jeden Fall richtig. Gucken wir ganz kurz rüber zu Jagdbier. Der hat auch noch seinen Lord auf den Keep stehen. Und wenn man da jetzt mal... Der ist auch komplett beschäftigt, glaube ich, mit den Horse Archern, weil sein ganzes Force-Lager schon voll ist und der baut keine Wirtschaft. Ach so, stimmt, jo. Der microt die ganze Zeit die Horse Archer, genau. Ja gut, das ist natürlich dann auch so eine Sache, wenn man dann nicht auf seine Wirtschaft achten kann. Man kann die ja auch, glaube ich, auf Patrouillieren einstellen, oder? Dass man ja so 2 Punkte auswählt. Ja, genau. Aber dann... In Truco, also in Jagdbierschuhen hätte ich den jetzt einfach auf den Hügel, auf den Eisenhügel und einfach patrouillieren lassen. Ja. Währenddessen die ganzen Eisenbienen bauen und Weizen und Hopfen farmen. Auf jeden Fall. Vielleicht auch schon die erste Waffenwirtschaft, einfach damit du auch einen Backup-Plan hast, wenn die Horse Archer sterben, was ja auch gerade irgendwie passiert. Genau. 3 sind schon tot, auf jeden Fall. Aber da kommen noch mehr. Also es kommen nochmal... Wie viele sind es hier? 2, 4, nochmal 5 oder so? Das sind, glaube ich, sogar 7. Also insgesamt dann 7. Die decken sich gerade, ja. Ja. Auf jeden Fall eine hohe Investition, was hier Jagdbier tätigt. Und jetzt auch hier das Micromanagement dann braucht, um seine... Und da kommen noch mehr. Also er pumpt hier ordentlich die Horse Archer raus. Hat jetzt hier hinten mal, glaube ich, eine Eisenmine gebaut, aber die sehr weit weg ist von Vorratslager. Der eine Bauarbeiter dort, der eine Minenarbeiter dort, der ist auf jeden Fall... Und da sind auch noch Assassinen. Oh ja, und da sehe ich es auch gerade, das sind Assassinen unterwegs, die auf den Kornspeicher gehen und jetzt den auch zerstört bekommen haben. Jetzt gehen sie auf die Waffenkammer, aber die wahrscheinlich eh leer ist, weil Drogo hat einfach keine... Er hat vor allem kein Ausbildungslager, also würde ihm das auch nichts bringen, wenn er Waffen kauft. Hat jetzt schon GG geschrieben, aber ich denke eigentlich, man könnte da noch theoretischerweise zurückkommen. Gut, ich kenne mich da jetzt auch noch nicht so gut aus, aber... Es sieht schon echt schlecht aus. Ja, ich meine, wenn jetzt... Also ich glaube, selbst wenn jetzt Jagdbier hergeht und alle seine Einheiten auflöst, er hat einfach schon einen so starken wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Ja, man sieht es auch hier gerade im Overlay, dass der rote Balken vom Jagdbier einfach so sehr den blauen Balken bedrängt. Er gibt auf und ja, damit war's das. Können wir uns hier nochmal ganz kurz die Statistiken angucken. Ja, man sieht hier Jagdbier einfach richtig hardcore gewirtschaftet, zumindest für den Anfang. 28 Truppen, Drogo 21 Truppen. Naja gut, dann würde ich sagen, wir warten hier mal ganz kurz auf das zweite Match. Oh, Linus Spray, das war übrigens auch meine zweite Map. Ah ja, genau. Sehr schön offen, fällt mir. Vom lieben Hühnerfutter. Ja, auf jeden Fall. Auf der Map hat ja schon Hühnerfutter gegen Sandro Bandito gespielt. Mhm. Wo Sandro Bandito leider unterlegen war. Aber mal schauen, wer hier... Schauen wir mal, ob diesmal der liebe Truco ein bisschen aktiver ist mit seinem Lord. Ja, ich hoffe es ja mal, dass mal ein etwas längeres Match quasi... Ich vergesse immer, das Overlay hier neu zu starten. Muss ich mal noch ein bisschen merken, quasi. So, mein Lord ist natürlich schon wieder tot, was gar nicht so cool ist, aber so ist es nun mal. Als Zuschauer und als Caster, na, ist klar. Ja, ich würde hier leidet immer das Schicksal der Löwen. Jo, immer von den Löwen zerfleischt worden, auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall sieht man schon wieder völlig verschiedene Herangehensweisen. Drogo auf jeden Fall mit dem Kornspeicher, der etwas weiter weg steht von seinen bisher platzierten Apfelfarmen auf der rechten Seite und 6 Holzfällern. Und jetzt hat er, glaube ich, jetzt hat er auch schon den ersten Steinbruch platziert. Auf der anderen Seite Jagdbier den Kornspeicher etwas näher dran an den Apfelfarmen, so wieder die Laufwege etwas geringer quasi, dass sie einfach besser laufen können.
Und wieder platziert, so dass die sich hier mit ihrer Blüte quasi, wie du es schon am Anfang gesagt hattest. Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Der Jagdbär hat es wirklich drauf. Das nennt sich Seasonen, also einfach die Jahreszeiten aneinander abstimmen. Ich bin nur überrascht, dass er die Farm unten rechts genommen hat, also am Pech. Und nicht da, wo er jetzt gerade seine Käsefarm platziert, weil die sind eigentlich für Weizen und Hopfen gedacht. Ja, stimmt. Da kann man ja da die Farmen drauf platzieren, das ist richtig. Hat auf jeden Fall schon den Söldnerposten und einen Steinbruch. Deswegen, hier kommt ein Sklave vor. Ja. Also das ist ein großer Unterschied, also im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu Experten, da würde der Söldnerposten als einer der ersten Gebäude gebaut werden. Und direkt auf der Map wahrscheinlich würden jetzt nicht allzu schnell Assassinen kommen, aber das wäre eine der ersten Einheiten, die man wahrscheinlich schon mal vorschickt. Und wahrscheinlich 1, 2 Bronze-Archer und ein paar Sklaven. Und der Rest würde wahrscheinlich in 20, 30 Slinger oder so auf strategischen Punkten verteilt, zum Beispiel beim Steinbruch, auf dem Berg oder unten und am Kornspeicher. Auf jeden Fall. Na, das ist ja, glaube ich, dann auch der Sinn dahinter. Jetzt kommt hier der eine Sklave vor. Mal gucken, ob... Ja, nee, Drucko ist blau. Das hab ich gerade mal wieder ein bisschen verwechselt, aber es bemerkt es auf jeden Fall und ja. Da ist er hinüber. Aber ich denke, dass demnächst hier auch Assassinen vorlaufen müssten, können, wie auch immer. Denn die Wirtschaft... Da sind auch schon 2 Assassinen beim Steinbruch. Genau, da habe ich es gerade gesehen. Der Steinbruch ist flöten gegangen und die 2 Ochsenjahre. Ja, Assassinen sind natürlich in dem Spiel allgemein sehr nervig, sage ich mal. Sieht man ja leider nicht. Und weshalb man auch eben, wie ich schon bereits gesagt habe, zum Beispiel Slinger aufstellt. Genau, ja, so verteilt, ne, über die ganze Burg quasi, damit die einfach gespottet werden. Genau, also die gelten so ein bisschen als Anti-Assassinen oder Assassinen-Spot-Einheiten. Und gleichzeitig halt auch als gute Verteidigung. Auf jeden Fall. Du kannst ja nicht direkt auf Steinmauern gehen. Ja. Nee, der Assassin steht tatsächlich oben rum. Gibt's hier wieder ein kleines... Genau, Battle zwischen den beiden Horse Archern. Fast wäre die Löwen rein. 4, 4 gegen 5. Aber jetzt kommt Drucko mit 2 weiteren Horse Archern. Also es läuft meiner Meinung nach schon etwas besser für Drucko, wenn er denn jetzt sich nicht die komplette Wirtschaft wieder zersägen lässt von Assassinen, aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass da irgendwas... Nein, ich gehe nicht in die... Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt Drucko wäre, würde ich jetzt versuchen, so schnell wie möglich auf diesen Hügel zu kommen. Vielleicht, ja? Nein, die bleiben immer noch auf dem Boden. Weil Einheiten haben einen Resistenzbonus auf höheren Plattformen. Genau. Einfach den High Ground ausspielen. Also das ist noch nicht, das würde ich jetzt nicht GG nennen, aber okay. Hat schon... Okay. Krass. Ja gut, dann... Ja. Hat sich die aggressive Variante von Sandro auf jeden Fall, von Jagdbär auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Schade auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Drucko hier ein wenig besser dasteht als im letzten Spiel quasi. Ja, gut. Die Statistiken brauche ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Die sind eigentlich nicht sehr ausschlaggebend oder man kann ja sehr wenig draus lesen. Ja, gut. Dann, Freunde, ne, war's das jetzt schon wieder mit einem kurzen Match zwischen Jagdbär und Drucko, die jetzt alle schon raus sind. Aber ja, gut, es gibt auch kurze Matches hier. Ich mache das Urteil aus. Kurz und knackig, Samurai sagt's. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an Daniel, der hier mitkommentiert hat, auch wenn es nur kurz war. Gerne. Und dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da oder was auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.